Im letzten Video habe ich euch diesen DSP Ultra gezeigt von Helix. Ein 12-Kanal Hi-Res DSP, der wirklich schon sehr, sehr cool ist. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich mag diesen DSP, ich hätte gern diesen DSP, der DSP ist cool, aber ich hätte den gern mit einer Endstufe zusammen, weil ich habe nicht genug Platz, ich will nicht extra eine Endstufe kaufen, etc. pp. Da gibt es da was für euch und das zeige ich euch, das versteckt schon so ein bisschen hier da hinten, deswegen ich hole es einmal kurz. Das ist nämlich das hier, eine P6 Ultimate. P6 Ultimate, was ist das schon wieder? Wir packen mal den Ultra DSP hier weg. So. Und ja, wir haben hier eine P6 Ultimate. P6 Ultimate habe ich mir gekauft, um tatsächlich meine M6 DSP zu ersetzen. Warum ich die ersetzen will? Ja, weil man es kann. Weil es vielleicht besser ist, weil es mehr Leistung hat, weil ich noch Sachen vorhabe, die vielleicht auch noch irgendwo hier versteckt sind, die dann halt davon profitieren werden. Und weil sich natürlich da drin auch ein DSP Ultra versteckt. Also, so von der Theorie. Ich würde sagen, ich mache das Klappe mal auf. Dann sehen wir, was hier so drin ist. Wir haben eine Anleitung. Okay, cool. Haben wir schöner Stoff. Und wir haben hier kabeltechnisch einmal einen Adapter, USB-Kabel und ein paar Schräubchen. Ganz kleine Schräubchen zum Befestigen von dieser Endstufe. Cool. Lasse ich mal hier drin. Und wir haben aber auch die P6 DSP. Ich hole die mal raus. So, das machen wir so. Und ich würde sagen, wir machen die einmal auf hier. Wie ihr seht, die ist tatsächlich noch komplett verklebt und zu. Da hatte noch keiner seine Patschefingerchen drauf. So. Und da ist der Gerät. So, ich mache mal den Karton hier weg. Damit wir ein bisschen mehr Kontrast haben. So, also, was haben wir hier? Und zwar haben wir hier eine P6 DSP von den Wortlauten Ultra etc. Irgendwie nie so einig sind. Ist das eine P6 DSP Ultimate? Keine P6 DSP Ultra, Max oder sonst irgendwas, was man machen könnte? Nein, es ist eine Ultimate. Ja, gut. Von den Bezeichnungen ist jetzt auch egal, wie das Ding heißt. Es ist auf jeden Fall eine P6. Was ist eine P6? Eine P6 ist eine 6-Kanal-Endstufe. Ich habe euch ja schon mal bei dem M6 M-Series Video gesagt, es gibt verschiedene Serien. Es gibt halt die P-Serie, die V-Serie, die kommt nicht mehr auf alle, M-Serie und so weiter und so fort. Und das ist die P-Serie, das ist die Performance-Serie. Und die ist halt bei Helix, ja, ich würde schon sagen, quasi oben. Es gibt noch die C-Serie, das sind die analogen. Aber das hier ist jetzt eine digitale Endstufe, eine digitale 6-Kanal-Endstufe. Ja, ihr habt richtig gehört, 6 Kanäle. Deswegen auch der Nachfolger für die M6 DSP. Das ist die P6 DSP. Quasi 6 Kanäle, aber größerer DSP. Mehr Leistung, auch tatsächlich größer, auch tatsächlich schwerer. Ja, und die gucken wir uns jetzt mal einfach mal an, würde ich sagen. Wir gucken erstmal äußerlich, was gibt es, wie ist es drauf, etc. pp. Und ich würde auch erstmal tatsächlich einmal auf die Größe zugehen. So, was haben wir hier? Wir haben hier tatsächlich eine Größe von 26 cm, 19 cm und 5 cm hoch. Das heißt, wenn ihr meine Hand daneben seht, das ist schon recht groß. Ich tue nochmal zum Vergleich. Hole ich nochmal den DSP Ultra. Und wenn wir uns vorstellen, dass der DSP Ultra ja hier quasi drin ist, ich lege das mal hier so drauf, dann sehen wir, dass ein großer Teil von dem Ding eigentlich ein DSP Ultra sein müsste. Jetzt ist es so, dass im DSP Ultra, der ist nicht annähernd so schwer oder sonst irgendwas. Das heißt, hier ist noch Luft und hier ist kaum noch Luft drin. Das Ding ist halt pickepacke voll mit Leistungsendstufen etc. pp. Aber eigentlich ist das schon da irgendwie drin. Wenn wir uns, gucken wir an, wir fangen natürlich bei den Inputs an. Also auf der einfachen Seite hier, wo wir hier sind.
Was haben wir hier? Interessant, die Gains, die wir hier quasi an der Außenseite sehen, die gibt es bei der Ultra, DSP Ultra, innen. Das heißt, dafür müsste man das Gehäuse, den Deckel hier abnehmen und dann halt da reingucken und da dran drehen. Die gibt es hier einzeln, mit dem Unterschied, dass die hier in Pärchen ausgeführt sind. Beim DSP Ultra konnten wir da jeden Kanal einzeln einstellen, hier können wir die nur paarweise einstellen. Ansonsten gibt es noch andere Einschränkungen, und zwar haben wir hier nur 6 Eingangskanäle. Ja, das heißt nicht 8 Eingangskanäle wie bei Ultra, nur 6. Das heißt, wir haben hier 6 High-Level-Eingangskanäle, natürlich auch mit dem ADEP3, das heißt diesen Advanced Error Protection System, damit wir keine Fehlermeldung kriegen. Wir haben hier 6 Eingangskanäle für Low-Level, das heißt, wenn wir jetzt ein Nachrüstradio haben und da quasi schon mit Signalen rauskommen, können wir hier direkt reingehen oder eine andere Quelle, alles super. Auch hier haben wir ganz klassischen optischen Eingang und einen Coax-Eingang, beides auf Toslink. Das heißt, hier können wir auch problemlos wieder rein und ja, unsere High-Res-Musik reinbringen, weil auch das hier ist ein High-Res-DSP. Das heißt, auch der hier kann oder beziehungsweise verarbeitet alles mit 96 Kilohertz und dadurch haben wir halt diesen Mehrwert an Performance, den wir haben. SCP. Denkt man sich, denken so, hä, das sah doch irgendwie anders aus bei dem Ultra. Ja. Bei der Ultra hatten wir hier so einen Control-Input. Hier haben wir so einen SCP. Da gibt es einen Adapterstecker, der macht genau das gleiche. Warum genau der Anschluss geändert wurde, kann ich euch nicht sagen. USB, hier an der Stelle wieder USB. Hier könnt ihr das DSP PC Tool in der Version 5 anstellen und dann das komplette Ding konfigurieren. Und auch hier haben wir eine Control-Taste. Über diese Control-Taste können wir in der DSP-Software sagen, was passieren soll. In der Regel wechselt es halt zwischen Preset 1 und Preset 2. Muss eine Sekunde draufhalten, dann wird es mit der Status-LED einmal bestätigt. Aber man sollte es nicht länger als 5 Sekunden drücken, weil sonst resettet sich der DSP. Wir wechseln die Seite und gehen einmal auf die Rückseite, die wir hier haben. Und hier, ja, sieht es ähnlich aus, aber anders. Also erstmal haben wir natürlich massive Strom, also was heißt massiv? Ne? Also das ist jetzt eine 6-Kanal-Endstufe. Über die Leistungsparameter werden wir gleich noch ein bisschen reden. Aber hier haben wir natürlich im Vergleich zu einem DSP richtige Stromterminals. Das heißt, hier können wir einmal Kabel reintun, wir haben einen Remote-Eingang, alles super. Das, was wir hier haben, ist halt ein Remote-Output. Das heißt, ein doppelter Remote-Output, die können wir quasi Remote-Sachen auf externe, also quasi zusätzliche Endstufen und so machen. Und hier können wir natürlich auch sagen, ob der Auto-Remote an oder aus sein soll. Das heißt, wenn er aus ist, dann erzeugt diese P6 Ultimate DSP kein Remote, sondern schleift den einfach nur durch. Wenn das Ding auf an ist, dann erkennt er quasi über die High-Level-Signale auf der Gegenseite, ob da was ist oder nicht. Dann haben wir hier Ausgangskanäle, und zwar haben wir 6 Ausgangskanäle. Ich habe ja gesagt, das ist eine P6 Ultimate DSP. Das heißt, wir haben hier 6 Ausgangskanäle mit jeweils Leistung. Auf die Leistung können wir jetzt direkt mal gucken. An 4 Ohm leisten alle Kanälchen hier 120 Watt. Das heißt, egal was wir hier anschließen, ob wir an Hochtöne anschließen, Mitteltöne anschließen, Tieftöne anschließen, etc. pp., kommen an 4 Ohm hier pro Kanal 120 Watt raus. Das sind 20 Watt mehr als bei der M6 DSP oder M4 DSP. Das heißt, das ist schon ordentlich Leistung, die wir hier haben, die dann halt auf den Punkt, auf die Lautsprecher trifft. Alles cool. Dann gibt es eine Besonderheit, und zwar Kanal A und B ist wirklich nur 4 Ohm fähig. Das heißt, da können wir nichts anderes dran anschließen, keine 2 Ohm Chassis etc. pp. Die Kanäle C, D, E und F hingegen, die sind, ja, ich sag mal sogenannte Power-Kanäle. Das heißt, an der Stelle können wir 2 Ohm Lautsprecher anschließen. Natürlich können wir auch 3 Ohm Lautsprecher anschließen, aber hier können wir 2 Ohm anschließen. Und wenn wir hier 2 Ohm anschließen würden, das heißt, wenn wir einen 2 Ohm TMT anschließen oder 2 TMTs parallel, würde auch gehen, kommen hier tatsächlich aus den anderen 4 Kanälen 230 Watt raus. Alles RMS. Das heißt, wir haben hier, wenn wir hier tatsächlich einfach einen 2 Ohm Tieftöner nehmen, kommen da 230 Watt aus dieser Stufe. 4-mal. Plus halt diese 2 mal 120 Watt. Maximalleistungen sind natürlich ein bisschen höher, aber das ist das, was wir hier haben. Dann, das heißt, wir rechnen hier einmal 10. Okay, haben wir 10. Dann haben wir noch 4
Low-Level-Ausgangssignale. Das heißt ganz normal Cinch-Buchsen, wo wir dann halt noch weitere Lautsprecher anschließen können. Zum Beispiel könnten wir hier eine M4 anschließen. Eine M4 mit den 4 Kanälen hier, dann haben wir quasi nochmal 4 mal 100 Watt, die wir dann halt für ein PEX-System etc. pp. Nutzen könnten. Würde gehen, gar kein Problem. Aber, wenn wir jetzt richtig gerechnet haben, haben wir 6 plus 4 sind 10. Wo sind meine restlichen 2 Ausgangssignale? Ich muss doch irgendwo, ich habe einen 12-Kanal DSP gekauft. Wo ist der? Ja, er ist drin, keine Sorge. Das heißt, hier ist ein 12-Kanal DSP drin. Aber 2 Ausgangskanäle, und zwar, wenn wir so richtig gucken, haben wir hier auch A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. KL ist nicht da. Wo ist KL? KL ist tatsächlich hier. Das heißt, wir haben einen optischen Ausgang hier drauf. Hier optischer Ausgang. Und über diesen optischen Ausgang haben wir, geht wieder ein Stereosignal raus. Und über dieses Stereosignal, was hier rausgeht, sind die Kanäle K und L. Das heißt, wenn wir das quasi im DSP-Tool zusammenschieben, ist das unser Ausgang für K und L. Digital. Ein digitaler Ausgang. Das heißt, so wie wir jetzt im Eingang haben, nur halt digital. Ich weiß gerade nicht, was passieren würde, wenn man jetzt die beiden verbindet und dann halt irgendwas durchschleift und dann nochmal verarbeitet. Wird vielleicht funktionieren, vielleicht wird das Ding auch explodieren. Ich weiß es nicht, ich will es nicht ausprobieren. Aber was hat das jetzt für einen Vorteil? Also warum? Warum tue ich jetzt sowas? Und der Grund ist eigentlich cool, finde ich. Weil ich bin halt auch eigentlich ich bin ein Digital-Fan. Das heißt, das ist jetzt eine digitale Endstufe. Das da hinten ist eine digitale Endstufe. Das andere ist auch digitale Endstufe. Ja, da steht auch eine analoge rum und so. Alles gar kein Problem. Ich mag auch analoge Technik, aber ich mag digitale Technik mehr. Und wenn man hier jetzt digital aus dieser Stufe rauskommt, wäre es doch cool, wenn es eine Stufe gäbe, wo man digital wieder rein kann. Und auch das hat Helix halt im Angebot. Also aus der gleichen Serie gibt es halt noch die P2 und die P1. Und beide haben einen optischen Eingang. Das heißt, wir können hier eine 6-Kanal, also die P6 mit einer P1 matchen, die ich nicht hier habe, weil dafür hat es nicht gereicht. Aber die können wir tatsächlich einfach mit einem optischen Kabel verbinden. Und wir haben dann halt das, was hier berechnet wird, wird dann halt erst in der Endstufe dann halt mit einem digitalen Analog-Konverter direkt quasi auf der Endstufe analogisiert. Dafür brauchen wir dann halt nicht hier diese tollen Ausgangswandler und den ganzen Spaß. Aber wir haben halt auch keine Störsignale. Das heißt, wir haben auf der Strecke, kann so viel Stromkabel langlaufen oder sonst irgendwas, ist egal. Bin ich ein Fan von, dass man hier tatsächlich das so gemacht hat, dass es hier gar keine anderen Möglichkeiten gibt, als optisch rauszugehen. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, wenn ich die 12 Kanäle nutzen will, hier optisch irgendwie weiterzugehen. Das ist nicht so cool. Ich werde es halt nicht brauchen, weil ich die 12 Kanäle des DSPs nicht ausnutzen werde, glaube ich erstmal. Und wenn doch, brauche ich dann halt eine Endstufe mit digitalem Eingang. Okay, das heißt, von außen haben wir uns das halt jetzt schon mal genau angeguckt. Wie sieht es denn drin aus? Was sind die inneren Werte von diesem Gerät, außer dass es sackschwer ist? Also hier drin, in dieser wunderschönen Endstufe, haben wir entgegen der Ultra so ein ähnliches Ding wie in der M6 DSP, M4 DSP. Das heißt, hier sind halt Burr Brown ADDA-Wandler drin, auch 24-Bit, nicht 32-Bit. Das heißt, wir haben hier im Eingang und im Ausgang haben wir nur eine 24-Bit-Konvertierung und keine 32-Bit. Okay, prozessortechnisch. Der DSP Ultra hatte ja 2 DSP-Chips drauf. Dieser hier hat auch 2 DSP-Chips drauf. Und zwar ist hier halt ein ADA-U 1452 und ein 1462 drauf. Auf dem anderen waren 2x 1452er drauf. Der 62er, ich habe nicht wirklich einen Unterschied zwischen den beiden gefunden. Wahrscheinlich irgendwie in der Beschaffung oder so hat man geguckt, okay, was nimmt man da, warum nimmt man da. Auf jeden Fall tut sich da halt von den DSP-Kernen, 2 Stück sind da drauf, tut sich da tatsächlich nichts.
Beide von Analog Devices und ja, beide entsprechend verschaltet, wie wir die hier für das Gerät hier brauchen. Wir haben hier einen Dämpfungsfaktor von über 100 an der Stufe. Dämpfungsfaktor am DSP brauchten wir halt nicht. Das Ding ist intern abgesichert, 3x20 Ampere Sicherung. Das heißt, das Teil ist hier insgesamt mit 60 Ampere abgesichert, die Endstufe. Wie halt auch die ESX relativ viel Gewicht und dadurch wird die Wärme richtig gut abgeleitet. Wie ganz am Anfang schon gesagt, ist das hier auch ein High-Res-Prozessor drin. Das heißt, wir sind hier auch von den Frequenzen her von 10 bis 44.000 Kilohertz angesiedelt. Das heißt, hier kommt halt viel sehr Tiefes und viel sehr, sehr Hohes, was unser Ohr nicht mehr so richtig wahrnimmt, aber wir vielleicht irgendwie anders wahrnehmen können. Natürlich haben wir in dieser Endstufe auch den Akkukern drin. Der Akkukern, wofür es noch mal ein zusätzliches Video gibt, ist halt dieser 32-Bit Co-Prozessor, der für die ganzen Presets und den ganzen Spaß drumherum da ist, damit das halt einfach so funktioniert und mit dem DSP PC Tool 5 dann auch funktioniert und kompatibel ist und das dann halt auch die ganze Interaktion mit dem Computer möglich macht. Also das ist ganz cool und ja, eigentlich aktueller Stand der Technik von Helix. Helix selbst sagt, dass in diesem DSP, also in der P6 DSP, jetzt die Ultra HD Class D Technologie eingebaut ist. Was heißt das? Also die haben durch eine ausgeklügelte Gegenkopplung es geschafft, den Frequenzgang bis 40.000 Hertz jetzt tatsächlich auch zu erweitern. Frag mich nie wie, aber klingt auf jeden Fall ganz gut. Ultra HD auf einer Ultimate-Stufe. Ganz viele tolle Wörter, würde ich sagen. Und eine Sache will ich auf jeden Fall nicht vergessen. Und zwar die Endstufe, wie sie hier jetzt gerade liegt und was auf dem Karton steht. Hier. 12 Volt und 24 Volt kompatibel. Ich will jetzt damit nicht sagen, ihr sollt das Ding in euren nächsten LKW reintun. Aber wenn wir halt wirklich so überlegen und gucken, wo geht die Reise hin? Und wenn wir uns halt so einen Tesla angucken zum Beispiel. Beim Tesla ist es so, dass die Bordspannungen jetzt halt nicht mehr 12 oder wenn die Lichtmaschine läuft irgendwie 14 Volt sind, sondern da sind wir teilweise schon bei 16, 17, 18 Volt Bordspannung. Und das ist natürlich mit so einigen Endstufen dann halt nicht mehr so richtig vertragbar, die dann halt eigentlich für 12 Volt ausgelegt waren. Die wunderschöne Endstufe hier ist halt 24 Volt fähig. Das heißt, da kann man auch problemlos jetzt mit, also das kann man auch problemlos in einem Tesla einbauen. Die kommt damit klar. Das heißt, die Stufe hier könnte ich dann halt, ich habe keinen Tesla, aber wenn ich irgendwann einen Tesla habe, könnte ich die mitnehmen und die dann quasi hier reintun und die würde auch funktionieren. Das heißt, Zukunftsfähigkeit haben wir an der Stelle auch. Wenn ihr jetzt sagt, das Ding muss ich haben, DSP Ultra brauche ich nicht, ich will direkt eine 6-Kanal Endstufe dazu haben. Warum will ich eine 6-Kanal Endstufe dazu haben? Theoretisch bei mir wird es so sein, an der Endstufe wird halt das Dreiwege-Frontsystem laufen. Das heißt, wir haben Hochtöner, Mitteltöner und die Tieftöner in den Türen. Die werden alle über diese kleine, mittelgroße Endstufe laufen. Und dazu kommt dann halt noch ein Monoblock für den Subwoofer, wo dann halt der Subwoofer dran läuft. Das ist quasi Plan für eins der Autos. Im Endeffekt ein cooles Konzept. Man könnte auch tatsächlich einen anderen Weg gehen und sagen, okay, ich will halt die Leistung dieser Stufe haben. Ich brauche die 12 Kanäle gar nicht. Ich will nur ein also ein Zweiwege-Frontsystem mit Subwoofer fahren. Würde auch gehen. An der Stelle dann 2x230 Watt auf den, also 4-mal hat es, aber man könnte 2 davon für einen Subwoofer nehmen. 2 davon wären für die Tieftöner und 2 davon für die Hochtöner. Auch schönes Konzept. Und ja, dann hat man halt einen Subwoofer, am besten mit einer Doppelschwingspule, weil brückbar ist diese Endstufe nicht. Das heißt, brückbar, 2 Kanäle zusammen auf einem, das funktioniert hier nicht. Das funktioniert in der M-Serie, das funktioniert nicht in der P-Serie. Aber dafür haben wir hier halt deutlich mehr Leistung auf den Kanälen und an 2 Ohm. Das heißt, wenn wir jetzt so eine Doppelschwingspule nehmen, Subwoofer mit einer Doppelschwingspule, 2x2 Ohm. Das heißt, wir haben da halt dann insgesamt 2x230, das sind 460 Watt, die wir auf den Subwoofer geben. Auch das wird, glaube ich, Spaß machen. Das heißt, auch hier alles möglich, was man machen will. Man kann natürlich auch sagen, ich flippe total aus und nehme alle 10 Kanäle und mache noch einen Rear-Fill dazu und noch ein Center und was weiß ich allem drum und dran. Auch das würde gehen. Alles mit dieser wunderschönen Endstufe. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, was kostet das gute Ding? Man muss bedenken, da ist der DSP Ultra drin. Das heißt, ich hole ihn nochmal. Dieses schöne Gerät ist quasi hier mit drin.
Und allein das Gerät kostet halt 1200 Euro. Das heißt, so richtig günstig kann das Teil jetzt nicht sein. Da ist halt eine ordentliche Ultra HD Class D Endstufe drin. Das heißt, wir reden hier tatsächlich von einem Preis von 1500 Euro, die wir für diese Endstufe ausgeben müssen. Ja, ich weiß, günstig ist anders, aber wir reden hier auch von schon High Class. Also wenn wir günstig wollen, haben wir natürlich schon die M-Serie durchgenommen. Das hier, wir sind jetzt halt 2-3 Level höher, wir sind in der P-Serie und die Qualität, die wir hier rauskriegen mit dem DSP Ultra, der da im Endeffekt drin ist, die lohnt sich schon. Also das ist jetzt halt einfach allein durch den Switch auf Hi-Res mit der schnelleren Verarbeitung. Das heißt, hier haben wir auch Laufzeiten, die wir in 0,01 Millisekunden Schritten einstellen können. Das heißt, das ist halt wirklich geballte Power, die hier drin ist. Und leider kostet schon Spaß auch ein bisschen was. Aber wie gesagt, 24 Volt fähig, zukunftsfähig, alles drin, was man braucht. Anfang 22 ist der Gerät hier erst auf den Markt gekommen. Quasi über 2 Jahre nach dem Ultra DSP. Und es ist halt eine schöne Stufe. Es ist natürlich der direkte Nachfolger von der MK2. Die MK2 ist der Nachfolger von der ersten. Das heißt, das ist die 3. Generation von der M6. Gehäusetechnisch hat sich nichts geändert. Das heißt, wenn man die 1. oder 2. Generation hat, kann man direkt auf die 3. drauf wechseln. Aber hier ist jetzt halt einfach mal alles rausgeholt, was man so rausholen konnte. Wenn ihr Fragen zu der Endstufe habt, wie man die anschließt, wie man irgendwie was macht oder sonst irgendwas, schreibt einfach unten in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wo jetzt diese Endstufe hier reinkommt und was ich sonst noch vorhabe, das heißt, ich warte tatsächlich eigentlich nur darauf, dass ich diese Endstufe hier einbaue. Wenn ich die eingebaut habe, kommen natürlich die nächsten Sachen direkt rein, die nur darauf warten, dass die Endstufe ins Auto einzieht. Deswegen, wenn ihr da interessiert seid, lasst ein Abo da, ein Like. Es würde mich freuen und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.